IEF Werner, Ihr Spezialist für raffinierte Automatisierungslösungen und anspruchsvolle Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir das Einrichten des Standard-Pressprozesses an unserer Servopresse iPress. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Wählen Sie die Registerkarte Ablauf und geben Sie den Ablaufnamen im vorgesehenen Feld ein. Hinweis: Beim Standard-Pressprozess wird der Ablauf beendet, wenn die maximale Presskraft erreicht ist oder alle Presswege angefahren wurden. Nun montieren Sie das Werkzeug in der Presse und legen anschließend das Bauteil ein. In diesem Beispiel zuerst unten, dann oben. Bitte geben Sie die B- und Entladeposition sowie die Geschwindigkeit in den passenden Optionen ein. Die Eingabe für das Antasten sowie das Anfangs- und Endvakuum wird in einem separaten Video erklärt. Danach legen Sie den Öffnungshub der Haube fest und tragen unter Allgemein den Kraftbereich ein. In der Vorposition fährt die Presspinole nah ans Werkstück ran, berührt es aber nicht. Diese richten Sie unter Vorposition Position ein. Ab der Vorposition erfolgt die Überwachung der Presskraft. Für den eigentlichen Pressvorgang geben Sie unter Pressen maximale Presskraft und Verweilzeit die gewünschten Parameter ein. Die Verweilzeit ist die Zeit, in der die Presse ruht, nach Erreichen der maximalen Presskraft oder dem Ende aller Presswege. Bei der Eingabe der Presswege haben Sie die Möglichkeit, mehrere Distanzen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten festzulegen. Beginnen Sie beim Pressweg 1. Achtung! Die Distanz bezieht sich auf die Vorposition. In unserem Beispiel wollen wir im ersten Schritt langsam eintauchen für die Ausnivellierung der Teile zueinander. Das Eingabefeld für den nächsten Pressweg aktivieren Sie auf dem Plus. Die zweite Distanz dient hier dem schnellen Fügen der Bauteile. Wählen Sie erneut das Plus für die dritte Wegstrecke. Hiermit wollen wir ein langsames Fahren auf Block bzw. auf Endposition erreichen. Sind alle Werte eingegeben, speichern Sie das Ganze mit dem großen Speichern-Button. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung.